Mein Name ist Benjamin Kobler, ich bin Pianist im Ensemble Musikfabrik und möchte heute etwas über Flageoletttöne auf dem Flügel erzählen. Das geht nach dem gleichen Prinzip wie Flageoletttöne auf Streichinstrumenten, weil der Flügel aus Saiten besteht und es wird die Saite unterteilt in regelmäßige Abschnitte und die Flageoletttöne sind alle Bestandteile der Obertonreihe. Wenn ich das einmal auf der Tastatur demonstriere, wenn ich hier in der Mitte als Grundton nehme, ist der zweite Oberton die Oktave, der dritte Oberton, Oktave plus Quint, das zweigestrichene G, der vierte Oberton, 2 Oktaven, das dreigestrichene C, dann kommt 2 Oktaven plus große Terze, fünfter Oberton, E, wieder eine Quinte, G, dann die Septime und der achte Oberton, 3 Oktaven, das viergestrichene C. Und genau die gleichen Obertöne finden wir hier auf der Saite als Flageoletts wieder. Die Saite beginnt hier am Sattel und geht bis zum Steg. Und wenn ich sie genau in der Hälfte unterteile, also in die Mitte der Saite gehe, bekomme ich den zweiten Oberton eine Oktave höher. Also ich spiele das eingestrichene C und greife mit der anderen Hand, berühre ich leicht die Saiten, nicht mit zu viel Druck. Und sobald gespielt wurde, löst sich der Finger und es klingt die höhere Oktave. Wenn ich von da weiter Richtung Steg gehe und die Saite bei einem Drittel unterteile, bekomme ich den dritten Oberton, das G. Also das gleiche, die linke Hand spielt das eingestrichene C, die rechte Hand greift bei einem Drittel der Saite leicht, berührt die Saite leicht und man hört das Flageolett. Danach kommt der vierte Oberton, wieder C, dann der fünfte, ein E, G, die Septe, ein B und ein C bis zum achten Oberton. Wir hören hier in der Mittellage, je höher die Flageoletttöne sind, desto weniger deutlich sprechen sie an. Das liegt an der starken Spannung auf der Saite und der Nähe zum Steg. Wenn wir auf die Basssaiten gehen, kommen wir in deutlich höhere Lagen, weil die Saiten sehr viel länger sind. Ich kann zum Beispiel hier auf dem E anfangen, gehe in die Mitte der Saite, habe den zweiten Oberton, eine Oktave höher, dann den dritten Oberton, ein H. Ich gehe jetzt von der Mitte in diese Richtung, dort befinden sich die gleichen Flageoletttöne, wie wenn ich aus der Mitte in diese Richtung gehe. Auf den Basssaiten ist der Arm nicht lang genug, um von der Tastatur dort reinzugreifen. Ich kann es aber hier in der Mittellage auf dem C nochmal zeigen. Also wir beginnen in der Mitte. Und wenn ich in die andere Richtung gehe, finden sich die gleichen Flageoletttöne. Deswegen kann ich auf der Basssaite aus der Mitte in Richtung Tastatur gehen. E, H, wieder E. Jetzt kommt die Durterz, Gis. Danach sind Töne hier von dem Dämpfer verdeckt, die kann man nicht abgreifen. Und nach dem Dämpfer der 10. Oberton, Gis. 11., 12. Man merkt schon, dass die Obertöne hier sehr eng beieinander liegen. Wir haben etwas mehr Platz, wenn wir noch tiefer gehen, zum Beispiel auf das Kontra D. Hier kann ich jetzt die Hälfte der Saite nicht mehr erreichen, weil das zu weit drin liegt. Also beginne ich dann mit dem dritten Oberton, der Quinte. Dann kommt der vierte Oberton, 2 Oktaven höher, D. Die Durterz, Fis.
der 6. Oberton A. Jetzt kommen 2 Obertöne, die direkt unter dem Dämpfer liegen. Das sind C und D, 7. und 8. Oberton. Und auf der anderen Seite des Dämpfers kommt dann der 9. Oberton, ein E. Wieder die Durterz, Fis. Der 11. Oberton, quasi Gis. Dann die Quinte, 12. Der Finger, der den Flageolettton abgreift, sollte immer möglichst steil die Saite berühren und nicht flach mit so viel Fleisch, weil es wirklich einzelne Punkte sind. Man kann sich vorstellen, dass man mit dem Nagel direkt in die Rille hineingeht. Da ist, wie gesagt, der 12. Oberton. Wenn ich weitergehe, kommt der 13. Etwas zwischen B und H, dann der 14. Oberton, die sogenannte Natursept, also ein C, was tiefer ist als auf der Tastatur. Hier zum Vergleich nochmal auf der Tastatur das höhere C. Und dann der 17. Oberton. Eine Art Cis, aber auch etwas tiefer. Und dann das D. Gehe ich noch höher, kommen nicht mehr ganz so präzise Flageoletttöne, sondern Ausschnitte vom Spektrum. Und wenn wir dann fast am Sattel ankommen, wird der Grundton lauter als der Flageolettton. So, hier sprechen Sie nicht mehr an.